Das hier ist der sogenannte Momentum Indicator. Der wird relativ häufig zusammen mit anderen Indikatoren wie einem gleitenden Durchschnitt eingesetzt und man sagt diesem Indikator nach, dass er tatsächlich in der Lage sein soll, Trendwenden vorauszusagen. Schaut man sich zum Beispiel den Verlauf an dieser Stelle an, dann sieht man, dass hier eine Spitze ausgebildet wird, bevor der Kurs tatsächlich das Gleiche getan hat. Auch hier können wir das beobachten, kurz bevor das hier passiert. Hier gibt es ebenfalls eine Spitze und die wurde hier nach oben hin auch ausgebildet. Würde man eine senkrechte Linie von hier nach hier ziehen, dann würde man feststellen, dass es tatsächlich sinnvoll gewesen wäre, an dieser Stelle auszusteigen, bevor hier oben der Kurs tatsächlich gedreht hat. Wie andere Indikatoren auch, wird auch der Momentum Indicator nicht immer fehlerfrei funktionieren und an der einen oder anderen Stelle auch Fehlsignale produzieren. Ob und in welcher Kombination Sie diesen Indikator einsetzen möchten, müssen Sie also selbst bestimmen. Hier oben in der linken Ecke des Charts können Sie jetzt sehen, dass das Momentum mit 100.03 als stark angesehen wird. Es hat noch ein bisschen gedauert, aber tatsächlich ist der Preis hier nach unten gegangen. Der Wikipedia-Eintrag für den Momentum-Indikator bei der Chartanalyse sieht darin eine Möglichkeit zur Messung der Stärke einer Kursbewegung. Hier werden auch die Formeln erklärt, aber wenn man wie ich Mathematik nicht studiert hat, dann ist es deutlich leichter, so einen Indikator mit der entsprechenden eingebauten Funktion in MQL5 zu berechnen. Dazu klicken wir im MetaTrader hier oben auf diesen kleinen Button oder drücken die F4-Taste, um den Meta-Editor aufzurufen, klicken auf Datei neu, Expert Advisor von Vorlage, weiter, vergeben den Namen Simpler Momentum Robot, klicken auf Weiter, Weiter, Fertigstellen und entfernen alles oberhalb der Und-Tick-Funktion und diese beiden Kommentarzeilen. Wie so oft brauchen wir hier als allererstes ein Array, also eine Sammlung gleichartiger Variablen, und wir möchten in diesem Array unsere Preise aufnehmen. Danach definieren wir die Eigenschaften unseres Momentum Expert Advisors. Dazu nutzen wir die Funktion iMomentum, die in MQL5 eingebaut ist. Wir möchten die Berechnung für das aktuelle Chart durchführen, und zwar für den auf dem Chart ausgewählten Zeitraum, zum Beispiel das Minutenchart. Wir berechnen das Ganze für 14 Kerzen und möchten den jeweiligen Schlusskurs einer Kerze nutzen. Danach sortieren wir mit ArraySetAsSeries unser Preisarray von der aktuellen Kerze an abwärts. Und mit der Funktion CopyBuffer möchten wir jetzt unser Price Array für eine Linie, das sagt diese 0 hier aus, weil unser Indicator in diesem Fall nur eine einzige Linie benötigt, von der aktuellen Kerze, das ist diese 0, denn die aktuelle Kerze ist immer die Kerze 0, für 3 Kerzen abwärts aufgrund der in iMomentum-Definition hier oben definierten Einstellung speichern. Nachdem wir alles definiert haben, holen wir uns aus der Kerze 0, also der aktuellen Kerze des Price Arrays, mit 2 Nachkommastellen den von uns benötigten Momentumwert. Und jetzt fehlt noch die Ausgabe auf dem Chart. Wenn unser Wert größer ist als 100, dann möchten wir Momentum stark und den aktuellen Momentumwert auf dem Chart ausgeben. Im anderen Fall, wenn der Momentumwert unter 99,9 liegt, dann möchten wir den Text Momentum schwach und ebenfalls den Momentumwert ausgeben. Und liegt unser Wert zwischen 99,9 und 100, dann brauchen wir überhaupt keinen Text, denn dann haben wir kein Signal und dann reicht uns der Wert auf dem Chart. Okay, kompilieren wir das Ganze einmal. Und das sollte ohne Fehler und ohne Warnungen abgehen. Prima. Dann klicken wir hier oben auf den kleinen Button oder drücken die F4-Taste, um zurück in den MetaTrader zu wechseln. Im MetaTrader selbst klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder nutzen die Tastenkombination STRG und R, um hier unten unseren Strategietester aufzurufen. Im Strategietester selbst wählen wir als Expertenprogramm Simpler Momentum Robot.ex5 aus, markieren hier unten die Option für die Visualisierung und klicken auf Test starten. Und so sieht das Ganze aus. Im Moment ist das Momentum schwach, wir spulen einmal vor
dann kann man an dieser Stelle hier erkennen, dass der Momentum Indicator etwas vor dem eigentlichen Kurswechsel diese Spitze ausgebildet hat. Und auch an dieser Stelle ist der deutlich niedrigste Ausschlag des Indicators ein Zeichen dafür, dass es jetzt nach oben gehen könnte. Okay, in wenigen Minuten haben Sie gelernt, wie Sie mit diesen paar Codezeilen hier in MQL5 einen Expert Advisor für den Momentum-Indikator schreiben können, der Ihnen hier oben immer anzeigt, ob das Momentum an bestimmten Stellen besonders stark ist. In der Theorie sollte das kurz vor einem Kurswechsel zu sehen sein. In diesem Fall hier hätte das gepasst. Also probieren Sie doch selber aus, ob der Momentum-Indikator zu Ihrem System passt.